Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat sich in einer ausführlichen Rede zur aktuellen Lage des Landes geäußert. Anlass ist die sich weiter zuspitzende Energieversorgungs- und Wirtschaftskrise, die den Alltag vieler Menschen in Kuba bestimmt. In seiner Ansprache und in seinen Antworten auf Journalistenfragen beschreibt Díaz-Canel die Ursachen der Krise, ordnet sie historisch ein und stellt Maßnahmen vor, mit denen die Regierung versucht, zentrale Strukturen aufrechtzuerhalten. Die aktuelle Lage: Díaz-Canel spricht von einer außergewöhnlichen, angespannten Situation. Kuba befindet sich in einer akuten Energie- und Treibstoffkrise, die nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens betreffen. Die anhaltenden Stromausfälle seien kein lokales oder temporäres Problem, sondern Ausdruck eines landesweiten Mangels an Brennstoffen. Kuba verfüge derzeit nicht über ausreichende Treibstoffmengen, um eine stabile Energieversorgung sicherzustellen. Nach Darstellung Díaz-Canels ist die aktuelle Lage vor allem Folge eines zunehmenden externen Drucks. Er spricht von einer gezielten Politik, die internationale Lieferketten davon abhalte, Kuba mit Erdöl zu beliefern. Diese Entwicklung habe bestehende Lieferketten unterbrochen und neue Verträge erschwert. Díaz-Canel ordnet dies in eine lange Geschichte wirtschaftlicher Einschränkungen ein, unter denen Kuba seit Jahrzehnten lebe. Díaz-Canel bestätigt, dass Kuba seit Wochen kaum neue Treibstofflieferungen erhalten habe. Die vorhandenen Reserven seien begrenzt und müssten daher streng rationiert werden. Die Regierung arbeite an alternativen Lieferwegen und verzichte nicht auf das souveräne Recht, Energie zu importieren. Gleichzeitig macht er deutlich, dass kurzfristig keine schnelle Entspannung zu erwarten sei. Vor diesem Hintergrund kündigt die Regierung ein umfassendes Notfallprogramm an. Im Zentrum steht eine Rationierung von Treibstoffen. Priorität haben Gesundheitswesen, Wasserversorgung, Bildung, Landwirtschaft, staatliche Grundfunktionen. Zusätzlich sollen Wirtschaftssektoren bevorzugt werden, die dringend benötigte Devisen erwirtschaften, darunter Exportbranchen und insbesondere der Tourismus. Um Energie zu sparen, greift die Regierung in Arbeits- und Verwaltungsabläufe ein. Für staatliche Betriebe wird eine 4-Tage-Woche von Montag bis Donnerstag eingeführt. Telearbeit soll ausgeweitet werden. Beschäftigte können vorübergehend versetzt werden. Die öffentliche Verwaltung reduziert ihre Tätigkeit auf das Notwendigste. Universitäten stellen auf hybride Lernmethoden um. Grundschulen und Betreuungseinrichtungen sollen geöffnet bleiben, während weiterführende Schulen abhängig von regionalen Bedingungen flexibler organisiert werden sollen. Besonders einschneidend sind die Maßnahmen im Verkehrssektor. Bus, Bahn und Fährverbindungen werden deutlich reduziert, der nationale Zugverkehr teilweise nur noch in größeren zeitlichen Abständen aufrechterhalten. Auch der Verkauf von Kraftstoff an private Autofahrer wird begrenzt. Flugverkehr, Häfen und Flughäfen sollen hingegen vorerst gesichert bleiben, da sie für Außenhandel und Tourismus als strategisch wichtig gelten. Der Tourismussektor nimmt in Díaz-Canels Ausführungen eine besondere Rolle ein. Einerseits wird er priorisiert, weil er dringend benötigte Devisen ins Land bringt. Gleichzeitig kündigt die Regierung Energiesparmaßnahmen an und Bündelung zentraler Standorte. Das bedeutet, dass der Hotelbetrieb auf ausgewählte strategisch wichtige Einrichtungen konzentriert wird, während andere Hotels vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt betrieben werden. Ziel ist es, mit weniger Energieeinsatz Einnahmen zu sichern und den Tourismussektor funktionsfähig zu halten.
Parallel zu den Sofortmaßnahmen beschreibt Diaz-Canel eine langfristige energiepolitische Strategie. Kuba soll unabhängiger von importierten fossilen Brennstoffen werden. Geplant sind der Ausbau von Solar- und Windenergie, die Verteilung von Solarpanelen an systemrelevanten Einrichtungen und ja, eine stärkere Nutzung nationaler Ressourcen. Private Unternehmen sollen unter erleichterten Bedingungen eigene Treibstoffe importieren dürfen. In der Landwirtschaft setzt die Regierung auf den Ausbau des Reisanbaus, erneuerbare Energien für Bewässerung sowie alternative Produktionsmethoden. Diaz-Canel verweist mehrfach auf das Periodo Especial der 90er Jahre. Die damaligen Überlebenskonzepte dienen nun erneut als Orientierung, um einen vollständigen Kollaps zu vermeiden. Gleichzeitig räumt er ein, dass Dauer und Ausgang der aktuellen Krise nicht absehbar sei. Die zentrale Botschaft Diaz-Canels ist ein Appell an Widerstand, Disziplin und Zusammenhalt. Die Regierung sehe keine Kapitulation als Option, sondern setze auf Anpassung, kollektive Verantwortung und langfristige strukturelle Veränderung. Zusammengefasst stellt Diaz-Canel konkrete Maßnahmen vor, um Zeit zu gewinnen und zentrale Strukturen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bleibt offen, wie schnell diese Schritte die Lage tatsächlich stabilisieren können. Ja, Frage an euch. Reichen diese Maßnahmen aus, um die Krise zu bewältigen, oder verschaffen sie vor allem einfach nur mehr Zeit? Schreibt eure Einschätzung gerne in die Kommentare. Wenn ihr weitere sachliche Zusammenfassungen zur Lage in Kuba wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.